Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich bin wieder hier bei meinem Profil, beim Profil Klaus, dem Unternehmer. Der hat jetzt also einen zweiten LKW gerade gekauft und den spiele ich jetzt täglich. Der hat einen Arbeitnehmer und zwei LKWs. Also einen fährt er selber und einen fährt seine neue Kraft. Da haben wir also zwei. Ich habe also, das bin ich, und dann haben wir hier noch die Emma. Und die Emma, die verdient also einen durchschnittlichen Profit pro Tag von 1000 Euro bisher. Ja. Und weiter mit ADR machen vielleicht. Wenn sie das schon bekommt. Oder Fernfahrten. Oder vielleicht auch ADR einfach weitermachen. Weitermachen mit ADR. Und was macht sie jetzt im Moment? Verfahrtenbuch. Also die hat Dachfenster transportiert in Nürnberg, Stuttgart, Nürnberg, Bern, Stuttgart. Kleine Tour, große Tour. Dachfenster 304, ja. Und sie bekommen natürlich auch bessere Aufträge, wenn sie jetzt länger dabei ist, ne? Einarbeitung in ADR haben wir schon, Einarbeitung in Fernfahren. Jetzt wollen wir einarbeiten in hochwertige Touren. Und den Fernfahren vielleicht auch, ne? Möchte sie auch in hochwertige Touren einfahren. Da hat sie ja schon eine Tour gemacht. Und da können wir vielleicht auch eine zweite dabei machen, genau. Also momentan führt sie also ein Vorratstank von Steinbruch nach München. Ach, von Steinbruch auch noch. Ein Vorratstank, ja. Und dann können wir den hochwertigen Tag machen, den Fernfahrt machen wir weiter. Dann machen wir hochwertige Fracht weiter. Und dann können wir vielleicht auch die beispielsche Fahrt langsam weitermachen. Einarbeitung in hochwertige Fahrt, in der beispielsche Fahrt vielleicht auch. Okay. Also, und das ist also Emma und Klaus. Klaus hat also da 2 Stück bei den Fernfahrten und da bin ich noch nicht viel weitergekommen. Moment, ich muss mal sehen hier bei den Fähigkeiten. Also bei den Fähigkeiten der beste Fahrt kann ich nicht viel machen hier momentan. Dann haben wir da Just in Time. Okay, ich müsste also jetzt erstmal sehen, ich bin jetzt im Moment in Rotterdam. Was ich da für Aufträge bekomme, auf dem Frachtmarkt mit der Zugmaschine, den möchte ich eigentlich sehen. Da bin ich also in Rotterdam. Was bekomme ich da? Druckbehälter. Oh, von 21.000 nach Stettin. Wo ist das denn? Hier irgendwo, ne? Da muss ich das hin. Eine lange Tour nach Stettin. 21.000, das läuft auch bald aus. Ne, der kommt ja von Bremen. Ich muss der soll nicht von Bremen, sondern hier muss der soll kommen von Niederlande, von Rotterdam. Da stehe ich im Moment. Und dann kann ich von dort nach wohin fahren?
Also die schönsten Touren gibt es immer woanders. Und die bestbezahlten. Scheint mir. Also, da kann ich nach Rotterdam Düsseldorf, kann ich also 10.000 Leute verdienen, maximal. Das reicht aber für die Zinsen heute. Das reicht für die Zinsen und was ist bei den Anhängern, was ist bei den Aufträgen, normale Aufträge für Rotterdam, haben wir 12.000, das wird besser bezahlt als mit dem Auflieger. Und was ist in Stuttgart? Da war Stuttgart. Wie sieht es in Stuttgart aus? Da war ein Baggerlager nach Lyon. Also vielleicht sollte ich jetzt mal eine Rückführung machen. Eine Rückführung. Ich wollte jetzt eigentlich von Rotterdam irgendwie weiterkommen. Und zwar auf dem Frachtmarkt wollte ich weiterkommen von Rotterdam und dann da irgendwo hinfahren im Osten. Also ich kann nur nach Luxemburg kann ich fahren. Dahin. Und Rotterdam, Düsseldorf, Luxemburg. Wo kommen wir denn noch hin? Osnabrück, Groningen. Nach Groningen können wir fahren für 7.000. Nach Manchester können wir fahren. Nach Lille. Nach links. Ja, aber nicht nach Norden hier. Ich möchte nach Dänemark fahren, aber geht nicht. Busse kann ich fahren. Da haben wir wieder Rotterdam. Dann haben wir Rotterdam, Amsterdam. Rotterdam, Amsterdam. Gibt 3.000. Ja, was soll man jetzt machen hier? Die besten Touren sind also Rohre. Eiserne Rohre. Vielleicht 10.000 nach Düsseldorf fahren. Mit den eisernen Rohren. Der geht auch nach Düsseldorf. Düsseldorf ist nicht da, glaube ich, ne? Da hatte ich Düsseldorf. Das ist ja nicht so weit. Das hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Streckeneinheit. Der ist sogar noch besser. Ich möchte aber den Preis nehmen. Und den Preis habe ich da nach Düsseldorf. Dann nehmen wir den. Dann fahren wir nach Düsseldorf und dann versuchen wir von dort mal, wie wir weiterkommen. Ja, okay. Dann habe ich es eingestellt. Auf nach. Ich muss die Ladung abholen. Ich glaube, wir sind ja noch in Rotterdam hier auf dem Bauplatz. Da habe ich jetzt den LKW stehen lassen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da komme ich raus, okay. Ich muss also hier drehen. Wie sieht es aus hier? Nee, ich wollte eigentlich Licht haben wir an, okay. Können wir also den ausmachen. Dann fahren wir erstmal los hier. Was ist der Tank? Okay, dann müssen wir raus. Fahren wir jetzt mal so rum. Und dann fahren wir da so rum.
So, und jetzt müssen wir wohin? Ich muss mal Helga aufsetzen. Helga, was hat Helga? Nach links fahren, ne? Biege nach links ab. Okay, machen wir. Haben wir. Wie sieht es hier aus jetzt hier? Ist grün? Ich glaube ja. Ich sehe kein Grün, aber ist egal. Fahren wir weiter. Also, jetzt müssen wir erstmal was abholen, Rohre, glaube ich. Und Moment, jetzt haben wir erstmal wieder rot. Dann fahren wir geradeaus und dann da hinten in die Ecke. Immer geradeaus. Ja, okay. Also, eine erste Tour nach Düsseldorf. Damit habe ich dann die Zinsen für heute schon mal bezahlt. Und die Tilgung für meine 2 LKWs und den Garagenplatz um die 50.000. Okay. So mal. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Hier jetzt rein. Ja. Hier müssen wir jetzt rein. Hier ist schön Biege nach rechts ab. Hier schön die Firma. Hier schön die Firma. Dann müssen wir also die Rohre holen. Dann machen wir das mal. Wir sind fertig. Okay, sind wir da. Moment, Stopp. Jetzt müssen wir die Ladung hier, die Fracht nehmen. Frachtmarkt da. Und die Tour nach Düsseldorf. Und wir haben den Lüftungsschacht nach Duisburg. Wir nehmen diese Fahrt. Der wird vielleicht noch besser bezahlt nach Brüssel, ne? Wir nehmen trotzdem diese Fahrt da oben. Die wollte ich ja haben. Nach Düsseldorf, da war ich bisher, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir zu der Ware kommen. Die sollte jetzt hier hinten irgendwo stehen. Hier nicht, steht die nicht. Hier vielleicht. Da steht die, ja. Da steht die. Und dann können wir jetzt hier vielleicht ein Stück. Also nicht 4% Schaden. Da war ich zu schnell. Das wird wieder teuer. Stopp. Ich muss jetzt mal. Auf geht's. 4% Schaden, da kann ich wieder. Neu berechnen. Da kann ich wieder die halbe Tour für die Reparatur opfern. Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Das falsche Pedal getreten, glaube ich. Oder so ähnlich. Ja, das geht ja wieder gut los hier. Jeden Morgen dasselbe. Also da war erst ein Unwille. Da muss ich also raus. Jetzt fahren wir also nach Rotterdam. Nach Düsseldorf fahren wir jetzt. Nach Biege Düsseldorf. nach links ab. Okay, kommt einer. Da kommt keiner. Und da kommt auch keiner. Also fahren wir mal lang. Ja, ging ja wieder gut los, wieder ein Schaden, 4%. Schauen wir mal, können wir nachher reparieren lassen. Immer geradeaus. Ich musste natürlich auch da voll gegen die Wand fahren. Dummerweise. Hier habe ich eine Werkstatt. Moment, du hier schon? Nee. Weil ich gerade auf der anderen Seite, da hinten bei einer Werkstatt. Hier ist irgendwo eine Werkstatt. Wenn ich hier links fahre, dann wieder links, komme ich zu einer Werkstatt. Also da fahre ich jetzt mal hin. Da möchte ich jetzt mal hinfahren. Hier. Okay, lass uns eine neue Route finden.
Jetzt muss ich nochmal links fahren. Demnächst rechts abbiegen. Hier muss ich links fahren. Biege nach rechts ab. Hier muss ich nach links fahren. Dann muss hier da ist die Werkstatt. Da fahre ich jetzt drauf. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Da fahren wir jetzt drauf. Links halten und dann links abbiegen. Route neu berechnen. Bisschen weiter, ja, dahin. Damit wir gleich sehen, was die Sache liegt. Und das gleich reparieren lassen. Gut. Nein, den nicht, ja doch, den wollte ich machen. LKW und Reparatur kostet 3.000 Euro. Toll. Aufliegerschaden haben wir auch noch. Reparieren 3.000 Euro. Sind von den 10.000 schon mal 3.000 weg. Haben wir noch 7.000. Ja, das reicht knapp für die Zinsen. Okay, haben wir. Und weiter geht es. Okay, und los geht es. Los geht es. Das heißt, da fahren wir jetzt raus. Da fahren wir jetzt raus. Und wo geht das jetzt hin? Schauen wir mal, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Da links müssen wir runter. Biege nach links ab. Da ist frei. Und da ist jetzt auch frei. Immer geradeaus. Okay. Und jetzt Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. jetzt Ausfahrt rechts nehmen. Da geht er genau. Da geht's Ausfahrt rechts nehmen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay, machen wir das. Immer geradeaus. Ich muss langsamer. Ich habe Ruhe geladen. Hier ist frei. Den so auslaufen lassen. Und jetzt fahre ich in Rotterdam Richtung Düsseldorf. Jetzt müssen wir gleich rechts fahren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da geht Biege es nach rechts ab. nach Amsterdam Richtung. Langsam fahren, langsam fahren. Langsam fahren. Nochmal langsam fahren. Die brauchen wir nicht. Jetzt also geradeaus fahren nach Amsterdam. Was wollen wir denn in Amsterdam? Wir müssen nach Düsseldorf die Ruhe hinbringen. Also meine Leute arbeiten, also meine arbeitet schon mal gut. Hat schon 1.000 Euro gewirtschaftet. Und Klaus arbeitet auch gut, also mit 2 Mann. Können wir jetzt die LKWs abbezahlen? Müssen wir mal sehen. Also Emma wird eingearbeitet in ADR. Ist die ADR hat alle Scheine. Und wenn die Scheine hat, dann machen wir Fernfahrten. Hat sie ja schon den Fernfahrschein. Dann machen wir noch den zweiten. Und dann vielleicht eine hochwertige Fahrt, vielleicht auch noch. Und dann kriege ich meinen Anhänger. Und ich kaufe einen neuen Anhänger. Ich brauche einen Direxam. Vorsichtig fahren. Haben gerade dazu schon ausgegeben heute. Also noch mehr können wir nicht auch noch bezahlen. Und verdienen wir gar nichts heute. Ja. Also 10.000 für eine Rohrtour. Ist das viel? Ach, ein Flugzeug. Auch sehr schön. Wieder schön gemacht. Ja. Also als Unternehmer brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu fahren wie vorher. Aber eine Fahrt muss ich machen pro Tag. Mindestens.
Oder ich mache 2 Fahrten heute, vielleicht auch. Gestern habe ich 4 Fahrten gemacht, aber nur 3 aufgeschrieben. Ja, 4 Fahrten bringen natürlich für ordentlich Geld in die Kassen. Ich weiß gar nicht, wie mein Kontostand ist momentan. Man wird vielleicht auch nachlässiger mit der Zeit. Wenn das mit den Touren so einigermaßen klappt, dann wird man nachlässiger und oberflächlich und dann macht man einen Fehler. Dann denkt man, dass man das so weitermachen kann, dann schaut man nicht mehr richtig hin und nachlässiger und schwuppdiwupp. Was haben wir hier? 50 haben wir hier. Ich fahre zu schnell. Ja, und schwuppdiwupp hast du dann Schaden oder so wie jetzt beim Einfahrten, beim Abholen der Ladung. Ich war schon genervt, wollte das nur schnell zurücksetzen. Das nervte mich schon. Und dann fahre ich den da gegen die Wand. Weil ich das Gaspedal, weil ich das Rückwärtspedal nicht gefunden habe. Ja, wie kann man das sowas machen? Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe nur 300 Kilometer zu fahren und Sprit fahren. Denken wir mal, ja. Man muss ja immer damit rechnen, dass noch was Schönes passiert unterwegs. Vielleicht 1000 Umladungen und so. Und dass ich dann einen vollen Tank habe. Hier schon rein, ja. Der hat also nur eine. Und dann machen wir den. Lohnt sich zwar noch nicht, aber was wir haben, haben wir. Okay. So, hier muss ich raus, ja. Okay, kommt da jetzt einer? Kommt keiner. Okay, dann schauen wir, fahren wir hier mal rüber. Und dann fahren wir hier mal langsam hoch. Da kommt einer mit seinem schönen Auflieger. Der hat dann noch verzögert. Verzögert für den Fall, dass ich da rasant reinfahre und dann ihn nicht beobachte. Also der versucht hatte, meine Automatismen hier vorherzusehen und die dann auszunutzen und mir auszutreiben. Ich sage ja, das ist ein fieses Programm. Der beobachtet also, ob ich die Maus in die Hand nehme und im Seitenfenster in den Spiegel schaue. Der sieht wahrscheinlich auch, ob ich den Spiegel sehen kann oder nicht. Ja, also auf nach Düsseldorf. Wo sind wir jetzt? Ich fahre mit 65 auf der Autobahn. Wir sind noch in Holland. Da geht's nach Köln. Das ist schon mal richtig Köln. Jetzt müssen wir gleich abbiegen, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, habe ich mir schon gedacht, jetzt
Jetzt kommt gleich Ausfahrt rechts. Die Ausfahrt rechts. Gibt nur diese Ausfahrt hier. Ja. Also sagen wir mal, so einen kleinen Crash muss man einfach hinnehmen. Einen kleinen Schaden, kleine Unfälle. Man muss darauf hoffen, dass es mit der Zeit besser wird. Oder dass man genug Leute hat, die dann besser fahren als man selber. Ja. Also die Frau fährt gut zuverlässig bisher, kann ich nichts sagen. Also weitere Leute anstellen. Ja, mir fehlt jetzt mal das Geld für weitere Leute. Außerdem möchte ich einen Auflieger kaufen. Den Auflieger möchte ich mir selber verdienen. Den habe ich ja schon fast verdient. Bin ja gestern toll gefahren und das heißt, heute wieder, dann kaufe ich mir vielleicht heute einen dreiachsigen Auflieger. Jetzt habe ich einen zweiachsigen, mit dem dreiachsigen kriege ich vielleicht andere Touren. Oder wertvolle Touren, schwere Touren vielleicht. Und dann kann ich auch meinen LKW hier ausbauen, ein neues, vielleicht ein 480er, einen anderen Motor. Ein 480er Motor, 480 PS und dann vielleicht vorne 2 Achsen zusätzlich. Statt 4.2 dann mache ich 6.2. Und dann kommt ein Anhänger dazu mit 3 Achsen. So könnte das weitergehen. Und damit könnte ich dann erstmal fahren. Weiter in meiner Gegend, um zu sehen, was ich an Aufträgen bekomme. Ja, was haben wir noch? 226 Kilometer. 18 Uhr haben wir. Ja, 18 Uhr haben wir. Jetzt ist hier ein Nieder rein, oder was ist das hier? Könnte sein. Könnte sein. Ach, den kennen wir doch mit seinen Rollen da. Mit seinen Kabelrollen. Der ist aber heute schnell unterwegs. Ja, total nicht. Immer geradeaus. Machen wir. Heger. Also 7.000 verdienen wir heute bisher. Erste Tour heute für morgen, für den 22. Morgen ist ja Sonntag eigentlich. Also, ich weiß nicht genau, wie das mit den Fähigkeiten ist. Also Fähigkeiten hat sie jetzt 2 und dann nach 2 kommt 3 oder wie? War bei mir auch so. Ich bin erstmal ADR gefahren und jetzt kommen wir nach Germany.
Oder nach Frankreich, wo fahren wir jetzt hin hier? Ich muss ja nach Köln. Und Amsterdam. Holland haben wir hinter uns gelassen, also muss wir jetzt schon in Germany sein. Da haben wir einen Parkplatz. Ja, auch schön. Tanken brauchen wir noch nicht. Haben wir gerade. Und der LKW ist noch heil bisher. Nach der Reparatur in Holland. Reparaturen gehören einfach dazu. Schäden gehören dazu. Okay. Dann bringen wir die Rohre nach Düsseldorf. Das ist ja nur ein Name. Das ist ein Name und dazu gehören dann Ablader bei Straßen, die dahin führen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das sind nur, ja, Strecken auf der Landkarte. Was im Kopf abgeht, ist eine andere Sache. Da hast du eine Tour nach Paris und dann freust du dich, nach Paris zu kommen. Aber, was haben wir jetzt hier? Nach links fahren gleich. Fahren wir nach links hier. Jedes Mal weiterfahren. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, machen wir. Immer geradeaus. Okay, machen wir. Dann geht's hinten wieder hoch. Dann geht's hinten wieder hoch. Dann geht es hinten wieder hoch. Und damit wir dann nicht so schnell sind, bin ich bei 40. Also ich bin etwas enttäuscht, dass ich jetzt mit meinem Auflieger in Rotterdam da auch keine besseren Touren bekommen habe. Oder andere Touren. Es scheint also, dass ich bei den Touren auf Rohre und Holz begrenzt bin oder begrenzt werde. Ich habe bisher noch keinen Container gehabt. Noch keinen Container geliefert und auch noch, ja, Tanks hatte ich zwar einige, leere, vielleicht auch volle, wenig Tanks. Ich brauche also einen Tankwagen. Aachen, eine Brücke, 85 Kilometer, eine Brücke über den Rhein, könnte sein hier. Ich hier nach rechts fahren oder? Ich weiß nicht genau. So, quer fahren? Ja. Es wird langsam dunkel hier, sehe ich schon. Jetzt habe ich denn noch eine Stunde. Eine Stunde noch um 21 Uhr.
Sollte man da sein. Okay, wie geht es hier weiter? Geht jetzt hier weiter Köln, sind wir jetzt Köln Süd. Bitte rechts halten. Ja, machen wir. Sind wir gerade dabei. Und jetzt geht er nicht. Da kann ich gar nicht rechts halten. War wie ein Unfall. Den habe ich zu spät gesehen. Nimm die Ausfahrt links. Hier ist keine Ausfahrt links. Wo sind wir denn? Auf der A4 sind wir. Die muss in der Neu berechnen. Ja, mach. Ich muss nach 144 haben wir jetzt wieder. Schon wieder das Umleitungsspiel. Das Umleitungsspiel meines Simulators. Hier sind wir bei 140. Ich war schon bei 85. Wo sind wir jetzt hier? Ich fahre jetzt Richtung Dortmund oder Duisburg oder was machen wir jetzt? Na, Abfahrt haben wir nicht. 184 Kilometer. Sehr viel los, ja. Er möchte auch nicht, dass ich im Hellen fahre. Deswegen verzögert er die Fahrt. Frankfurt-Kassel. Frankfurt-Kassel. Wo fahren wir denn jetzt hier? Da haben wir die 45. Da haben wir Duisburg-Düsseldorf. Geradeaus also. Müssen wir links fahren gleich. Dann müssen wir links fahren. Und links halten. Immer geradeaus. Ja, machen wir. Damit geht's wieder hoch. Also jetzt schnell hier. Und jetzt habe ich noch 99 Kilometer. Bis zur nächsten Umleitung. Aber es ist egal, der kann so viel umleiten, wie er will. Er muss mich natürlich doch ans Ziel bringen. 2 Umleitungen, 3 Umleitungen hatte ich schon. Das bringt mich jetzt ja auch nicht aus der Fassung. Was haben wir da? Haben wir Hannover, Düsseldorf, Köln, Osnabrück, ja. Müssen wir rechts abfahren. Düsseldorf, Köln. Jetzt kommt gleich die nächste. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Ach, keine. Nimm die Ausfahrt rechts. Keine Umleitung habe ich nicht gesperrt. Ich glaube es ja nicht. Okay.
Und jetzt nochmal so rechts fahren. Und dann gleich hier. Und dann langsam fahren. Okay. Damit ich in die Nacht reinkomme. Da haben wir die Baustelle. Hier kommt aber nichts auf der rechten Seite. Kommt eine Ampel. Da kommt eine Ampel. Da fahren wir geradeaus erstmal. Immer geradeaus. Okay, machen wir. Ja. Also 10.000 wieder schwer verdient. 7.000 sagen wir mal so. Weil 3.000 gehen schon mal ab für die Reparaturen und 7.000 gehen ab für die Zinsen. Aber jetzt habe ich noch keine Zinsen gesehen heute. Keine Abbuchung. Und spät kommt vielleicht auch noch. Ist egal. Schaffen wir alles. Immer mit der Ruhe und Gelassenheit. Ich bin ganz ruhig. Kilometer 28, das Ziel kommt näher. Das Ziel kommt näher. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht noch einen Schaden hier mache. Jetzt im Dunkeln. Ich muss langsamer fahren einfach. Einfach langsam fahren. Einfach langsam fahren. Ich bin jetzt kurz vom Ziel. Ich mache das hier in der Linkskurve. Von mir aus. Jetzt muss ich langsam in die Stadt reinkommen. 9 Kilometer noch, ja. 9 Kilometer noch. Da haben wir die Stadt, Landeshauptstadt von NRW. Hurra, hurra, wir sind da. Und was mache ich jetzt? Eine Schnellrückfahrt nach Stuttgart oder 50, ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jetzt sind wir in Düsseldorf. Biege nach rechts ab. Hier schon. Schon wieder ein Aufliegerschaden, Mist. Wir sind schon wieder fest jetzt hier. Wir sind eine enge Kurve. Da habe ich den bin nicht weit genug rausgeholt, oder wie? Ich sehe das hier nicht mehr so gut. Immer geradeaus. Ein Aufliegerschein schon wieder. Mist, jetzt war ich gerade kurz vom Ziel. Biege nach links ab. Er möchte auch nicht, dass ich jetzt hier heil ans Ziel ankomme. Ich gönne mir auch keine Erfolgserlebnisse. Das viele Programm. Da fahr. Willst du nicht? Dann fahr ich. Dann fahr ich. Demnächst links abbiegen. Okay, jetzt muss ich irgendwo links rein. Links abbiegen und dann rechts halten. Hier schön links abbiegen, dann rechts halten.
Hier muss ich reinfahren, ja. Nachts im Dunkeln. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Und dann da muss ich hin. Da muss ich hin, ja. Okay. Und jetzt, wo kommt der dahin? Dahin. Versuchen wir das mal dahin zu bekommen. Na, will nicht, oder wie? Er will nicht. Ich weiß nicht warum nicht, aber irgendwie hat das jetzt auch nicht geklappt. Okay, kannst du behalten, deine 15 Punkte. Gibt jetzt hier 10.000 habe ich verdient, also fortfahren. Okay, also da sind wir. Jetzt kann ich eine tatsächliche Fahrt, kann ich also hier, kann ich da erhöhen und weiteren dazu machen. Okay, dann wenden wir das ab. Okay, haben wir. Und ja, haben wir Bank, was hat die Bankkonto? Mein Bankkonto. Also was haben wir? 108.000 haben wir. Jetzt ist 100.000, 8.000 dazugekommen. Ja, sind heute schon abgebucht. Das wird die zweite Zahlung. 400.000 könnte man gleich 2 LKWs kaufen und 100.000 nochmal ausbauen. Langsam, langsam. Ich muss erst mal sehen, dass ich jetzt hier weiterkomme. Mit Augenmaß machen. Okay. Das halten wir erstmal an. Und das war's jetzt mal, Leute, von hier.